Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boxenluder, dem Formel 1 Podcast. Stellt euch vor, ihr steigt am Flughafen Madrid-Barajas aus, setzt euch 8 Minuten in die Metro und steht mitten an einer Formel 1 Strecke. Keine Anreise über Landstraßen, kein Schotterparkplatz, kein Stau um 6 Uhr morgens. Einfach Rolltreppe hoch, Motorenlärm an. Genau das passiert am 13. September. Dann fährt die Formel 1 zum ersten Mal seit 45 Jahren wieder in Madrid. Auf einer Strecke, die es vor 3 Jahren noch gar nicht auf dem Papier gegeben hat, dem Madring. Und ich sage euch gleich, die Strecke polarisiert wie kaum ein Neuzugang der letzten Jahre. Die einen fahren die spektakulärste Steilkurve, die die Formel 1 je gebaut hat. Die anderen stehen mit Stopp Formula One Schildern am Bauzaun. Heute schauen wir uns das komplette Bild an. Was ist der Madring? Warum Madrid? Was macht diese Kurve so verrückt, dass selbst Carlos Sainz sagt, er sei überrascht, dass die FIA so etwas zugelassen hat? Und was ist daran die Kritik? Kapitel 1, die Basics. Was, wo, wann? Fangen wir mit den harten Fakten an. Das Rennwochenende steigt vom 11. bis zum 13. September 2026. Freitag Training, Samstag Qualifying und am Sonntag, dem 13. September, das Rennen. Es ist der 16. von 24 Läufen der Saison und der Abschluss des Europablocks im Kalender. Und jetzt wird spannend für alle, die bei Spanien GP automatisch an Barcelona denken. Madrid übernimmt den offiziellen Titel. Das Rennen heißt offiziell Formula One Tag Heuer Gran Premio de España 2026. Der große Preis von Spanien findet ab jetzt in der Hauptstadt statt. Der Name der Strecke Madring, eine Wortschöpfung aus Madrid und Ring, ganz bewusst in einer Reihe mit Nürburgring und Hungaroring. Verkündet wurde der Name im März 2025. Und ja, im Netz gab es genauso viel Spott wie Applaus. Ich finde ihn ehrlich gesagt eingängig, kurz, klar, macht seinen Job. Die Strecke liegt im Nordosten Madrids, rund um das Messegelände und das Gebiet Valdebebas, dort wo auch Real Madrid sein Trainingszentrum hat. Und das ist der eigentliche Clou. Der Madring ist nur ein paar Minuten vom Flughafen entfernt und liegt komplett im Stadtgebiet einer europäischen Hauptstadt. Madrid ist 2026 die einzige europäische Hauptstadt mit einem eigenen Grand Prix. Entworfen hat das Ganze der italienische Streckendesigner Jarno Cervelli mit seinem Büro Dromo. Und zwar nicht als klassischen Stadtkurs und nicht als klassische Rennstrecke, sondern als Hybrid. Ein Teil führt über echte Straßen durch die Viertel rund um die Messe. Ein Teil ist neu gebauter, permanenter Rennstreckenasphalt in Valdebebas. Denkt also daher eher an Miami als an Monaco. Kapitel 2. Die Strecke. 5,4 Kilometer, 22 Kurven und ein Monument. Jetzt zur Strecke. Rund 5,4 Kilometer, 22 Kurven gefahren im Uhrzeigersinn. Die Startzielgerade ist gut 500 Meter lang. Bis zur ersten Kurve sind es von Poleplatz nur 252 Meter. Dann folgt eine harte Bremszone. Der Start wird Kino. Ein paar Highlights der Runde. Kurve 3 heißt Hortaleza und benannt nach dem Stadtviertel dahinter. Ein schneller Rechtsbogen, der die Autos in den Stadtteil der Strecke schließt. In Kurve 4 werden Spitzentempi von bis zu 340 km/h erwartet. Dadurch geht es richtig zur Sache mit der Topografie. Die Subida de las Cacavas ist ein Anstieg mit 8% Steigung und 10 Meter Höhengewinn. Direkt gefolgt vom Gefälle am El Bunker. Insgesamt liegen zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt der Strecke etwa 26 Höhenmeter. Für einen Stadtkurs bemerkenswert. Aber reden wir über das, worüber alle reden, die Kurve 12, La Monumental. Das ist eine Steilkurve, wie sie die moderne Formel 1 noch nicht gesehen hat. 550 Meter lang, fast ein Halbkreis von 270 Grad, 10 Meter hoch, mit einer Neigung von 24%. Die Fahrer werden sie voll durchbeschleunigen. Rund 5 bis 7 Sekunden am Stück in Schräglage mit etwa 300 km/h. Benannt ist sie nach der berühmten Stierkampfarena und genauso sieht sie auch aus. Außen herum entsteht eine Arena-Tribüne
für 45.000 Zuschauer. Eine einzige Kurve mit mehr Publikum als manche komplette Rennstrecke fast. Und jetzt ein kleiner Faktencheck, weil da draußen viel Unsinn kursiert. 2 Dinge, die ihr so nämlich in vielen Schlagzeilen lest und die so nicht stimmen. Erstens, überall steht 24 Grad Banking. Falsch! Es sind 24% Steigung. Es entspricht ungefähr 13,5 Grad. Zweitens, die steilste Kurve im Kalender. Auch das stimmt so nicht. Die Steilkurve in Zandvoort hat 18 Grad, ist in Grad gemessen also steiler. Das wirklich Einzigartige an La Monumental ist die Kombination. Sie ist die längste Kurve im Kalender und sie wird mit hohem Tempo angefahren und sie wird komplett Vollgas durchgefahren. In Zandvoort dagegen aus langsamen Kurven in die Schräge. 24% sind übrigens genau das Maximum, was die FIA bei Neubauten zulässt. Diese Strecke hat auch ein Gesicht, und zwar das bestmöglichste. Carlos Sainz ist offizieller Botschafter des Mad-Rings. Ehrlich, besser kann man diese Rolle nicht besetzen. Sainz ist gebürtiger Madrilene, in dieser Stadt aufgewachsen und bekommt jetzt mitten in seiner Heimatstadt ein Formel-1-Rennen. Wie sehr Madrid das feiert, hat man schon im Juni 2025 gesehen. Bei der großen Roadshow, mit der Sainz die Strecke der Stadt präsentierte, standen 80.000 Menschen an der Straße, zu einem Zeitpunkt, als am Madring noch kein einziger Meter Asphalt lag. Wenn im September die Lichter ausgehen, fährt hier also einer um die Punkte, der die Stadt nicht nur repräsentiert, sondern in ihr Zuhause ist. Solche Geschichten kann sich die Formel 1 nicht ausdenken. Und was sagt der Botschafter selbst zur Strecke? Sainz hat den Madring bereits besichtigt und abgefahren. Sein Fazit zu Monumental: Er sei sehr überrascht, dass die Formel 1 sich getraut hat, diese Kurve in den Kalender aufzunehmen. Es sei keine einfache Kurve für Formel 1 Autos, wegen der enormen Belastung für die Reifen. Fast 180 Grad Richtungswechsel mit brutaler Neigung. Sie werde Kopfschmerzen für die Teams und Ingenieure bedeuten. Aber, und das ist der entscheidende Nachsatz, sie sei willkommen, weil sie der Strecke Charakter und Persönlichkeit gibt. Nach seinen ersten Runden legte Sainz noch nach. Die Strecke sei schneller, als sie aussieht. Und genau das ist doch das Beste, was man über einen Neubau sagen kann. Kapitel 3. Warum Madrid? Ein Blick zurück und die Barcelona-Frage. Kurzer Geschichtsmoment, denn die Formel 1 in Madrid ist eigentlich ein Comeback. Bis 1981 wurde der große Preis von Spanien mehrfach auf dem Circuito del Jarama ausgetragen, nördlich von Madrid. Und das letzte Rennen dort wurde am 21. Juni 1981 ausgetragen. Gilles Villeneuve gewann im unterlegenen Ferrari und die ersten 5 Autos kamen innerhalb von 1,24 Sekunden ins Ziel. Bis heute einer der knappsten Zieleinkünfte aller Zeiten. Villeneuves letzter Sieg sei ein taktisches Meisterstück und danach war Schluss. Jarama galt als zu eng und zu kurz für die moderne Formel 1. 45 Jahre später kommt die Formel 1 also zurück in die Region Madrid. Nur diesmal nicht auf einen Clubkurs im Umland, sondern mitten in der Stadt. Bleibt die Frage noch, die mir garantiert in den Kommentaren gestellt wird. Was ist mit Barcelona? Wie es mit Barcelona nach 2026 weitergeht? Die Verträge sagen, es wird jedes 2. Jahr dort gefahren, also 2028, 30 und 32, abwechselnd mit Spa. Der Madring dagegen hat einen Vertrag bis 2035 in der Tasche. Bevor wir gleich über Geld, Proteste und die weniger glamouröse Seite des Madrings reden, ein kurzer Boxenstopp in eigener Sache. Versprochen, schneller als Ferrari in Suzuka. Wenn euch die Folge bis hierhin gefällt, dann abonniert den Boxenluder Podcast. Kostet nichts, dauert unter 2 Sekunden, ein Fingertipp auf Abonnieren in YouTube oder in eurer Podcast-App, egal ob Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Damit verpasst ihr keine Folge mehr und ihr hilft mir riesig, weil der Podcast dadurch sichtbarer wird und noch mehr Formel 1 Verrückte wie uns findet. Deal? Dann Lichter aus und weiter geht's. Kapitel 4. Geld, Macht und Proteste. Die andere Seite der Medaille. So. Und jetzt ein Kapitel, das in den Hochglanzvideos der Veranstalter nicht vorkommt. Erstmal die Zahlen. Der reine Streckenbau kostete 83,2 Millionen Euro. Dazu kommt ein Hospitality-Deal mit Match Hospitality über 400 Millionen verteilt auf 10 Jahre.
Insgesamt ist von einem Projektvolumen von rund einer halben Milliarde Euro die Rede. Und Medienberichten zufolge zahlt Madrid der Formel 1 eine Antrittsgebühr von etwa 48 Millionen Euro pro Jahr. Fast das Doppelte dessen, was Barcelona zuletzt gezahlt haben soll. Diese Gebühr ist allerdings nie offiziell bestätigt worden, also nehmt sie als Größenordnung und nicht als amtliche Zahl. Genau da setzt die Kritik an. Ökonomen haben vorgerechnet, dass sich das Rennen ohne einen großen Titelsponsor kaum trägt und dass am Ende die öffentliche Hand das Risiko schultert. Der Veranstalter IFEMA ist schließlich ein öffentlich getragenes Messeunternehmen. Und dann sind da die Anwohner. In Valdebebas und Las Cárcavas gab es von Anfang an Widerstand. Bei der feierlichen Baueröffnung standen Demonstranten mit Stop Formula One-Schildern am Zaun. Die sorgen: monatelange Bauarbeiten, jedes Jahr lärmgesperrte Straßen und das ein Jahrzehnt lang, denn der Vertrag läuft bis 2035. Die Partei Mas Madrid zog sogar vor Gericht. Die Klage wurde vom obersten Gerichtshof der Region abgewiesen und die Veranstalter halten dagegen. Man treffe sich monatlich mit den Anwohnervertretern und gesperrt werde nicht monatelang, sondern nur an den Grand Prix-Tagen. Meine ehrliche Einordnung: beide Seiten haben einen Punkt. Eine Formel-1-Strecke 8 Minuten vom Flughafen, erreichbar mit der Metro, das ist verkehrs- und nachhaltigkeitstechnisch tatsächlich ein anderes Kaliber als jede Wiesenparkplatzstrecke. Und man muss fairerweise auch die andere Seite der Rechnung aufmachen. Für Madrid ist das Rennen tourismus- und wirtschaftstechnisch eine echte Bereicherung. Studien, unter anderem eine von den Veranstaltern beauftragte Deloitte-Analyse und Schätzungen der Madrider Handelskammer, gehen von rund 450 Millionen Wirtschaftsimpact pro Jahr aus. Mit weit 100.000 Besuchern, vollen Hotels und einem ordentlichen Schub für Gastro- und lokale Betriebe. Und ganz ehrlich, eine Stadt kann jeden Cent davon brauchen. Aber, und dieses Aber bleibt, wer direkt daneben wohnt, hat trotzdem jedes Recht, genervt zu sein. Von den 450 Millionen Euro landet ja nichts direkt auf dem Konto der Anwohner in Valdebebas. Das wird sich tatsächlich erst nach dem ersten Rennwochenende wirklich beurteilen lassen. Kapitel 5. Stand heute: Wird das Ding rechtzeitig fertig? Die Frage aller Fragen bei jedem Streckenneubau. Werden die rechtzeitig fertig? Stand jetzt Sommer 2026. Es sieht gut aus. Die kompletten Asphaltarbeiten sind abgeschlossen, inklusive La Monumental. Und die FIA hat den Belag bereits abgenommen. Teile des Baus liefen sogar vor dem Zeitplan. Jetzt geht es um Tribünen, Hospitality-Bereiche und die Sicherheitssysteme, bevor die finale Homologation ansteht, die spätestens 2 Wochen vor dem Rennen durch sein muss. Ein paar Dinge, die den Madrid als Veranstaltungsort besonders machen. Die Kapazität liegt zum Start bei über 110.000 Zuschauern pro Tag mit Ausbaupotenzial in Richtung 140.000. Das Fahrerlager ist das erste komplett überdachte Paddock der Formel-1-Geschichte und die Anbindung ist tatsächlich einmalig. Die Metrostation Ferida de Madrid an der Linie 8 liegt 85 Meter von der Haupttribüne entfernt. Vom Flughafen sind es 8 Minuten. Kapitel 6. Barrierefreiheit. Ein Grand Prix für alle. Ein Thema, das mir persönlich wichtig ist und das kaum an einer Streckenvorschau vorkommt. Dabei gehört es für mich genauso zu einem guten Rennwochenende wie die Steilkurve. Barrierefreiheit. Und da nimmt der Madrid die Sache erfreulich ernst. Über das ganze Gelände verteilt gibt es ausgewiesene Bereiche für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Nicht irgendwo in der letzten Ecke, sondern laut Veranstalter mit guter Sicht auf die Strecke. Fest eingeplant sind solche Plätze bereits in den Sektionen 1, 2 und 13 bis 16, sowie in allen Hospitality-Bereichen. Gebucht wird über einen eigenen Link. Nötig ist ein offizieller Behindertenausweis mit einem Grad von mindestens 33% und die Begleitperson kauft ihr Ticket im selben Buchungsvorgang. Dazu kommen angepasste Toiletten auf dem gesamten Gelände und barrierefreie Parkplätze auf Anfrage. Und jetzt denkt nochmal an die Anreise von vorhin. Metro bis praktisch vor die Tribüne. Stufenfrei 85 Meter Weg. Für jemanden im Rollstuhl ist das ein komplett anderes Erlebnis als ein kilometerlanger Feldweg und eine Schotterwiese. Das ist ein Niveau, von dem so manche gewachsene Traditionsstrecke nur träumen kann.
Und ehrlich, so sollte der Standard aussehen, wenn man 2026 eine Rennstrecke auf der grünen Wiese neu bauen darf. Kapitel 7. Was kostet der Spaß? Die Ticketpreise. Kommen wir zur Frage, die mir bei jeder Strecke gestellt wird. Und zwar völlig zu Recht. Was kostet das Ganze? Vorab das Wichtigste zum Format. Es gibt ausschließlich 3-Tagespässe, keine Einzeltagestickets. Wer zum Rennen am Sonntag will, zahlt trotzdem das komplette Wochenende. Der günstigste Einstieg ist die Pelouse, also General Admission zum Stehen. Die startet im Vorverkauf bei 195 € und liegt nach mehreren Preisrunden inzwischen bei 345 €. Am oberen Ende stehen die Goldtribünen am Start und Ziel, die Sektoren 1 und 2. Die begannen bei 799 € und sind im Laufe des Verkaufs auf bis zu 1.541 € geklettert. Sprich, zwischen dem günstigsten und dem teuersten regulären Platz liegt mehr als der Faktor 4. Dazwischen staffeln sich Bronze, Silber und Silber Plus Tribünen. Bronze etwa von 324 bis 544 €. Der Grund für diesen enormen Spannen ist dynamische Preisgestaltung. Jede neue Verkaufsphase wurde teurer, teils um 2/3 gegenüber dem Vorverkauf. Im Kalendervergleich macht das Madrid zu einem der teureren Rennen 2026. Rang 7 der teuersten Destinationen. Mein ehrlicher Tipp deshalb, wer 2027 hin will, kauft in der allerersten Vorverkaufsphase. Und die Nachfrage? Schon die Roadshow mit Carlos Sainz im Juni 2025, lange bevor überhaupt Asphalt lag, zog 80.000 Menschen an. Bei den Tickets meldete der Veranstalter im Frühsommer 2026, dass über 70% verkauft sind und legte in mehreren Bereichen Kontingente nach. Wer dieses Jahr noch hin will, sollte nicht mehr allzu lange überlegen. Fassen wir zusammen. Am 13. September 2026 bekommt die Formel 1 ihren allerersten neuen Kurs seit Las Vegas. Mitten in Madrid mit Metroanschluss, einem überdachten Fahrerlager und einer 550 Meter langen Steilkurve, die selbst Carlos Sainz staunen lässt. Gleichzeitig hängen an dem Projekt eine halbe Milliarde €, ein Vertrag bis 2035 und Nachbarn, die verständlicherweise gemischte Gefühle haben. Ob der Madring ein zweites Miami wird, ein zweites Sanford oder etwas komplett Eigenes, das erfahren wir in wenigen Wochen. Ich bin ehrlich, allein wegen La Monumental werde ich dieses Jahr keine Sekunde vom Rennen verpassen. Eine Vollgas-Steilkurve mit 45.000 Menschen drumherum, wenn das funktioniert, hat die Formel 1 ein neues Highlight im Kalender. Was denkt ihr? Freut ihr euch auf Madrid oder trauert ihr Barcelona als Spanien-GP hinterher? Ihr wisst ja, ich lese wirklich jede Nachricht. Das war's mit der heutigen Folge und bis zum nächsten Mal.